Deutsch lernen durch Hören. Anja. Eigentlich soll Anja ihre Hausaufgaben machen, aber sie hat etwas anderes im Kopf. Immer wieder hört die 8-Jährige dieselben 2 Worte in ihrem Kopf. Sie hat keine Ahnung, in welcher Sprache die Worte sind, aber sie sind wie ein Ohrwurm. Sie kann an nichts anderes denken. Immer wieder wiederholen sich die Worte. So kann sich Anja nicht auf ihre Matheaufgaben konzentrieren. Sie muss nur noch ein paar Hausaufgaben machen. Ihre Klasse hat diese Woche das Malnehmen mit 9 gelernt. Das sollen sie als Hausaufgabe üben. Aber nicht jetzt, denn Anja steht mit einem Spiegel in der Hand in ihrem Zimmer. Sie schaut sich an und steckt bunte Haarklammern in ihre Haare, während die Worte in ihrem Kopf sind. »Anja«, ruft ihr Vater aus der Küche, »bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Soll ich sie kontrollieren?« »Ja, gleich«, ruft sie zurück. »Ich muss nur noch 6 Aufgaben rechnen.« »Gut, dann komme ich in 10 Minuten zum Kontrollieren.« »Okay.« Anja schaut immer noch in ihren Spiegel. Die Worte gehen ihr einfach nicht aus dem Kopf. So kann sie doch nicht rechnen. Vielleicht muss sie die Worte laut aussprechen. Immer noch mit dem Spiegel in der Hand sagt das kleine Mädchen die Worte, die sie nicht in Ruhe lassen. Oh, sagt sie überrascht und schaut auf ihre Füße. Sie stehen nicht mehr auf dem Boden. Anja fliegt fast 20 Zentimeter hoch in der Luft. Das ist zwar nicht besonders hoch, aber es ist nicht normal, dass Menschen fliegen. Vor lauter Überraschung lässt Anja fast ihren Spiegel fallen. »Was mache ich denn nun?«, flüstert sie zu sich selbst. »Wie komme ich wieder runter?« Gleich kommt ihr Vater, um ihre Hausaufgaben zu kontrollieren. »Da kann sie doch nicht fliegen.« »Runter«, flüstert sie, aber nichts passiert. »Runter«, sagt sie noch einmal, aber diesmal etwas lauter. Wieder passiert nichts. Oder fliegt Anja jetzt ein paar Zentimeter tiefer? Sie ist sich nicht sicher. »Runter«, ruft sie nun. Plumps macht es, als sie mit beiden Füßen auf dem Boden landet. »Anja«, fragt ihr Vater aus der Küche, »ist alles in Ordnung bei dir? Bist du mit dem Stuhl hingefallen? Hast du dir wehgetan?« »Mir ist nichts passiert. Mein Mathebuch ist nur vom Tisch gefallen«, antwortet Anja schnell. »Ach so, dann muss ich nicht sofort kommen und kann die Kartoffeln erst fertig schälen.« »Nein, mir geht es gut. Du musst noch nicht kommen«, ruft Anja, auch wenn sie sich nicht gut fühlt. Sie weiß nicht, warum sie fliegen kann. Sie weiß nicht, was die Worte bedeuten und warum sie in ihrem Kopf sind. Vielleicht findet sie es irgendwann heraus. Jetzt muss sie schnell ihre Hausaufgaben machen, bevor ihr Vater kommt. Sie muss nun rechnen, auch wenn die Worte nicht ganz verschwunden sind. Sie sind nervig wie Mücken. Sie kommen immer wieder.